Jo. Wer zuckt, der muss. Yes! Wo gibt's es zu sehen? Auf Lukas Knopf TV? Best Sender in the world. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. The whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Max ist heute wieder mit am Start. Wir waren gerade schon im Baumarkt. Wir bauen uns heute eine neue Rampe. Den Kicker, den wir jetzt hatten, der war relativ klein, war zwar gut kicky, aber wir wollen einfach eine noch größere Rampe bauen, wo wir dann irgendwo an irgendwelchen Hängen uns relativ schnell einen Stepdown bauen können oder irgendwo dann mit der Rampe wieder verrückte Sachen springen können, irgendwo drauf, irgendwo runter. Waren jetzt eben im Baumarkt, haben einiges an Holz geholt, OSB-Platten, Sperrholz und haben jetzt hier die Querstreben für die Rampe schon vorbereitet. Ich habe schon mal ein How-to-Ramp-Build-Video gemacht, das verlinke ich euch mal hier oben drin. Wir machen jetzt hier kein ganz vollwertiges How-to, aber ich denke, ihr könnt jetzt dem Anfang von dem Video schon einiges mit rausnehmen, wie man denn so eine Rampe baut, und später wird die dann natürlich getestet. Wir haben jetzt hier einen 2,40 Meter Radius gewählt bei einer Höhe von 90 cm von dem Absprung und einer Länge von 1,90 Meter. Die Platten sind schon so zurechtgeschnitten. Alle Maße verlinke ich euch dann nochmal hier an der Seite und die habe ich alle unten in die Beschreibung reingeschrieben. Wir haben den Bleistift hier rangebunden, eben 2,40 Meter an der Schnur ausgemessen, die Schnur hinten festgebunden und auch an dem Bleistift. Und jetzt zeichnen wir uns hier einen Radius ein, der dann genau da oben rauskommen sollte. Immer mal ein bisschen nachzeichnen. Ja, und jetzt wird das Ganze mit einer Stichsäge ausgeschnitten und wir haben das erste Seitenteil von der Rampe. Yes! Das erste Teil ist fertig und wir werden jetzt die erste Seite als Schablone für die zweite Seite nehmen. Schmeckt. Lukas Knopf Style Check. Wir haben uns jetzt die beiden Schalungen zurechtgestellt. Ist natürlich gut, wenn ihr zu zweit seid. Max kann jetzt halten und ich kann schrauben. Wir machen die jetzt fest mit ein paar Schrauben und dann haben wir da drüben schon die nächsten Hölzer vorbereitet und können einfach nach und nach hier Hölzer reinschrauben. Zack. So, jetzt erkennt man schon gut, dass es eine Rampe ist. Ja, und wir bauen jetzt eben nach und nach die nächsten Balken rein. Und dann machen wir hier entlang mehr und mehr Balken, sodass die Rampe dann richtig stabil wird und praktisch ein stabiles Grundgerüst hat. Mit Timelapse? Mit Timelapse? Ja, Timelapse. Wir haben jetzt oben noch eine Verstrebung reingebaut, ganz unten als allerersten Balken und dann nochmal unten in der Mitte. So ergibt sich einfach eine schöne Verteilung und die Rampe wird von oben bis unten stabil, fängt nicht an zu flexen oder zu wackeln. Wir haben jetzt noch im gleichen Abstand Markierungen gesetzt, sodass die Hölzer gleichmäßig verteilt reingeschraubt werden können. Jetzt kommt die Belagplatte drauf. Genau für solche Sachen ist es gut, wenn man eben zu zweit ist. Jetzt machen wir im gleichen Abstand 3 Schrauben rein, damit die Platte richtig schön ranzieht. Und dann sind wir auch schon fertig.
mit dem guten Teil. Und der ist perfekt, der Kicker. Ja, der sieht so aus, wie als würde er richtig gut funktionieren. Die OSB-Platten sind 18 mm dick. Oben die Belagplatte ist 10 mm dick. Wir haben Kanthölzer genommen, die waren 54 x 84 und die haben wir dann von oben nach unten eben eingeschichtet und hatten die in 88 cm Breite, 90 cm hoch, 1,90 Meter lang und ein Radius von 2,40 Meter. Wir gehen von aus, dass der Radius echt Bombe ist, um fette Step-Down-Tricks zu machen. Nicht zu kicky, aber auch nicht zu flach. Perfekt, um dort Tailwhips, 360s, Flips und halt dann in den Tricks noch irgendwie Kombos mit einzubauen. Max hat jetzt was vorbereitet. Craft für die Artist. Dann. Ja. Lit. Schief, aber lit. Okay, wir schwenken zum nächsten Tag. Wir können jetzt natürlich nicht testen, es ist viel zu dunkel, aber wir sehen uns gleich wieder und testen das gute Teil. Wir sind an Spot Nummer 1 mit der Rampe. Wir haben es jetzt einen Tag später. Das gute Teil steht und wir machen jetzt den ersten Testsprung. Ich bin auf dem Enduro-Bike erstmal unterwegs. Ich habe meinen Dirt Jumper noch mit und ich glaube, das Ding ist richtig gut trickbar, aber ich will erstmal schön in die Weite senden. Wir machen One-Cut, stell dich mal irgendwo an die Seite, damit man die Weite steht, auf was wir den Kicker jetzt gestellt haben. Wir holen hier oben Schwung und testen das gute Teil. Wow! Yes! Max mit dem Hardtail. Jo! Könnt ihr euch noch an unsere andere Rampe erinnern? Ich hatte die ja so mit meiner Freundin angesprayt, diese bunte, und die war 30 cm niedriger oder 20. Die war, glaube ich, so hoch und die hat richtig krass nach oben gekickt zum Flip, aber war halt kürzer. Die kickt jetzt auch, erstes Fazit, echt verdammt gut, aber man fliegt auch irgendwie umso weiter, weil man hat halt einen längeren Radius, der einen hier schön weit rausträgt. Yo. Young Enduro. Yes. Es macht so Bock. Max, Alter, es gibt ein High Five. Da haben wir was Schönes gebaut. Kam so schnell da eigentlich. Ja, ging echt fix und 136 € hat es insgesamt gekostet. Wir sind jetzt ja relativ gerade gesprungen von hier nach genau dort. Ich peddel jetzt mal 3-4 Mal mehr rein und gap mal nach links rüber und versuche mal richtig weit zu kommen. Wow! Yeah! Wo ich gerade unten ausgefahren bin, habe ich da unten noch so einen Hang entdeckt. Wir müssen zwar durch die Wiese anfahren, aber wir haben hier ja ein bisschen Platz und da ist eine geile Landung, die ist steiler als hier. Hier, wenn man landet, knallt es schon ganz schön rein. Wir tragen die Rampe mal nach da unten und machen da unten weiter. Ich habe gerade mal noch einen Speedcheck gemacht und jetzt flippen wir das gute Teil. Sollte, denke ich, ziemlich gut gehen. Jo! Geht geil! Geht echt geil! Jo! Max auf dem Hardtail. Schon krasserer Einschlag bestimmt, ne? Max will tricksen, hat er gesagt. Ich habe aber keinen Plan was. Lassen wir uns mal überraschen. Sprint. Yo! Richtig safe, Alter. Voll geil. Erstmal High Five.
Und dann landen wir beide aber irgendwie immer in genau dem einzigen Loch, was es hier in diesem Abhang gibt, und wir machen es immer größer. Erste Fahrt auf dem Hardtail. Max hat mir die Challenge gesetzt, dass ich gleich flippen soll. Yo! Alter, ist das geil, da geht was. Max, da geht was. Okay. Ersten Tailwhip. Funhouse active, king of the palace, rubber like Malcolm, balled up fist in the air to the flashlight, yeah, hands up in the air till they gun me down, I keep it 100, they crunching the numbers, I'm out. Young hitter got a fetish for success. If I ain't next, then I just leave impression. Next to rain on the window pane, puffin' plain Jane. Let them second guess me. Wanna cop the Porsche with the porcelain skin. Rip the wheels, let the horses just spits. Why they trash at the chore on my list? Added it sore, but I saw with the pen. I'm eating good, Miss Calorius lid. I sipped the potion, imported it. I on the tie, watch me pour it. Opportunity knock at the door, they like ring. They rush for the doors and it open like this. Pin stroke, game cold as the fridge. Sound wave for like more than the clicks. Cowboy bug, I surf the web for the hits. Ayy. Been gritty, don't pity, they full thing with me, been real. I'm traded, I'm hype, I'm litty, been this since scrimmage, don't play game with me. I volley these hits like I play tennis, I grip this. Ich habe Bock, da noch eine andere Flip-Combo außer den Flip No-Hand zu machen. Es funktioniert schon echt geil, aber die Landung ist definitiv nicht die beste. Die ist ein bisschen steiler, wie wo wir zuerst waren, da die 100 Meter weiter oben. Aber es ist doch für eine Step-Down-Landung schon noch relativ flach und man hat halt in dem Gras überall so Huckeln. Also man kommt so auf, so rum. Ist halt keine Dirt-Landung, aber wir können nicht einfach hier jetzt Wiese abtragen, weil das gehört ja der Gemeinde. Aber nichtsdestotrotz, es geht trotzdem noch was. Wer zuckt, der muss. Ah, Mann, Alter. Ah, Junge. Yes! Ja! Ey, es ging echt verdammt gut. Ich habe ein paar Anläufe gebraucht, musste den noch ein paar Mal flippen. Aber der kam so geil rum irgendwie. Hat Spaß gemacht. Und das bringt einen auch was für Crankworx. Ja, Rotorua ist nämlich Anfang März diesmal, nicht Ende März. Vom 1. bis 8. März, wenn mich nicht alles täuscht. Und da hätten wir den schon mal. Das wäre geil. Wir machen mal noch einen zweiten für den perfekten iPhone-Angle. Muss ja auch immer was Kleines für Instagram mitbekommen. Deswegen shooten wir den noch ein zweites Mal. Die stellen wir aber aufs Stativ und Max filmt mit dem iPhone. Yes! Das war's vom Video. Es hat mega Spaß gemacht, mal wieder was zu bauen. Und umso geiler ist es dann natürlich, wenn man eine Rampe baut und die im Endeffekt dann auch richtig gut funktioniert. Hat mega Bock gemacht. War auch, glaube ich, nicht das letzte Video mit der Stunted-Rampe. Apropos, Max hat schon ein paar Mal bei sich auf YouTube Videos hochgeladen. Wir machen jetzt auf meinem Channel mit dem Video Schluss. Wir fahren jetzt aber mit der Rampe noch zu einem weiteren Spot und das Video gibt es dann bei Max auf dem Channel. Den habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da fahren wir jetzt hin und senden nochmal, denn das Wetter ist komplett geil. Und ja, dort geht's weiter. Max, war geil. Haut rein, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Peace. Funhouse active, king of the palace, rubber like Malcolm, balled up fist in the air to the flashlight, yeah.